Eine weitere Technik, die wir insbesondere bei der E-Gitarre haben, ist das Tapping. Das Tapping ist bekannt geworden in den Ende der 70er, Anfang der 80er durch Eddie Van Halen. Es gab schon vorher, aber hat ein Nischendasein geführt. Und Eddie Van Halen hat es halt in die Rockmusik gebracht. Und es war für Millionen Leute und Gitarristen eine ganz neue Technik und wirklich bahnbrechend. Dementsprechend gilt Eddie Van Halen heute auch noch als einer der innovativsten und besten, in Anführungsstrichen, Gitarristen des 20. Jahrhunderts. Ja? Und mit diesem Tapping wollen wir uns jetzt beschäftigen. Tapping ist eigentlich nichts anderes als ein Draufklopfen auf einen bestimmten Bund auf dem Gitarrenhals. Tap, klopfen. Und was wir damit erreichen, ist ein ganz anderer Sound. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese 3 Töne spiele, habe ich den altbekannten Sound der Gitarre, wenn ich picke. Ich kann allerdings auch den am weitest rechts gelegenen Ton mit meinem Zeigefinger tappen. Und mit den anderen, mit der linken Hand, spiele ich dann die anderen beiden Töne. Man merkt schon, es ist vor allen Dingen eins, man kann schneller spielen, es klingt flüssiger, gleitender. Und sehr viel sauberer. Das ist immer sehr viel gleich eine Nummer härter. Und Tapping ist, fließt so, sage ich mal, der Sound fließt so dahin. Wir probieren jetzt als allererstes unsere Technik Tapping auch im Stile Van Halens. Warum sage ich im Stile Van Halens? Weil das Tapping statt mit dem Zeigefinger auch mit dem Pleck gespielt werden kann. Da kommen wir vielleicht später drauf. Ich möchte jetzt aber euch erstmal zeigen, wie wir das mit dem Zeigefinger der rechten Hand machen. Wir legen ganz locker unsere rechte Hand, den Daumen und Ring- und Kleinfinger an den Hals der Gitarre, der E-Gitarre, halten die so ein bisschen fest. Und aber nur so, dass wir mit unserem Zeigefinger noch ganz frei uns bewegen können. Gehen dann auf die Höhe der G-Saite in den 9. Bund und gehen gleichzeitig mit unserem Zeigefinger der linken Hand in den 5. Bund der G-Saite. Jetzt hämmern wir mit dem Zeigefinger in den 9. Bund. Probiert das einmal. Und noch einmal. Wenn der Ton bestehen bleibt, dann macht ihr schon alles richtig. Am Anfang ist es natürlich ein bisschen schwierig, die G-Saite auch wirklich zu treffen und nicht noch die D- oder die H-Saite. Aber nach einiger Zeit, ich denke auch nach ein paar Minuten, werdet ihr da schon sicherer werden. Wir machen das noch einmal. Zeigefinger auf die G-Saite in den 9. Bund, tappen. Und. Wunderbar. Noch einmal. Okay. Jetzt hat man eben gerade schon gehört, sobald ihr den Zeigefinger loslasst, insbesondere bei der E-Gitarre, bei der Konzert- oder Western-Gitarre ist das schwieriger, weil natürlich der Ton erstens nicht so laut ist und auch dieses Sustain, also wie lange der Ton klingt, bei einer Konzert- und Western-Gitarre bei weitem nicht so ist wie bei einer elektrisch verstärkten E-Gitarre. Sobald ihr den Zeigefinger wegnehmt, ist es ja nicht so, dass die Saite leer klingt oder gar kein Ton mehr, sondern der Zeigefinger, der hier im 5. Bund liegt, der Ton klingt dann. Ich mache das mal vor.
Und das probiert ihr jetzt. Wir sind im Rahmen ja immer noch der Pentatonik. Und dementsprechend könnt ihr gerne das auf jeder Seite probieren. Ihr nehmt wieder den 5. Bund als Ausgangspunkt und sucht euch dann zum Beispiel auf der H-Seite den nächsten Ton auf derselben Seite der Pentatonik. In diesem Fall auf der H-Seite den 8.